Ja, ich freue mich, dass wir wieder so viele sind hier. Wir haben jetzt interessante Meldungen wieder gehört, auch für mich interessante Dinge, und das ist das Schöne. Wir lernen immer und immer wieder weiter. Wir haben jetzt gehört, dass zum Beispiel die Mangostanfrucht, die Aloe Vera, der Grüntee, eigentlich jedes einzelne davon schon Grund genug wäre, dieses wertvolle Produkt täglich zu nehmen, weil einfach so viele Funktionen im Körper unterstützt werden. Unsere Hauptphilosophie ist Zell- und Gehirnnahrung. Und der Grund ist ganz einfach. Wir bestehen, wie wir vorher gehört haben, 70 bis 80 Billionen von Zellen, die sich permanent neu bilden. Aber das Erste ist einmal immer wichtig, den Wert einer Zelle zu verstehen. Jede Zelle ist ein vollkommen selbstständiges Lebewesen. Eigenes Verdauungssystem, eigener Lunge und sogar einer eigenen Intelligenz. Dr. Bob, der in der Biophotonenforschung die Nummer 1 auf der Welt ist, hat es geschafft, sogar das Licht in der Zelle zu fotografieren und hat demonstriert, dass ein gesunder, vitaler, ein sehr helles, scheinendes Licht hat. Und je kranker wir werden, umso dunkler wird es, bis ganz schwarz, wenn wir tot sind. Und irgendwo da mitten bewegen sich die meisten von uns. Er geht sogar um eine Spur weiter. Er sagt, die Zelle ist sowas Vollkommenes, dass man sie beinahe gleichsetzen kann mit dem kompletten Sonnensystem. Mit dem Licht drin, mit dem Leuchten. Und die vielen Millionen von Funktionen, die die Zelle pro Sekunde durchführt, kommt sie dem Universum gleich. Und wichtig ist, einen Wert dem zu geben. Das ist etwas Wertvolles, das bin ich selbst. 70 Billionen Mal ein kleiner Harry. Und wie es diesen kleinen Harrys geht, im Endeffekt, so geht's den Großen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich 300 Millionen jeden Tag neu bilde, ist es in 2 Tagen 600 Millionen, in 4 Tagen 1,2 Milliarden neuer kleiner Harrys. Und nach ungefähr 3 Monaten ist bereits der Großteil unseres Körpers neu. In 7 Jahren ist so gut wie keine Zelle gleich wie heute. Das heißt, wenn ich es schaffe, die 300 Millionen, die ich heute bilde, in höherer Qualität zu bilden, brauche ich nur mehr warten und mir geht's besser. Ist ja das Einfachste auf der Welt. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten, am Vormittag, in Budapest in einem Fitnessstudio. Und ich habe das Meeting begonnen, wo ich gesagt habe, mir freut ganz besonders, dass heute nur Leute hier sind, die schon bereit sind, etwas zu tun für ihre Gesundheit, für ihre Vitalität und, wenn wir ehrlich sind, die ins Fitnessstudio gehen, am meisten für die Schönheit. Weil wir sind alle eitel, die Männer meistens mehr noch wie die Frauen. Wir wollen schön sein, wir wollen in 7 Jahren was gleich schauen, oder? Und jetzt geht's darum, was tue ich, dass das passiert? Der eine sagt, gut, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, von 100, die das sagen, werden es aber nur 5 tun. Dann gehen noch ungefähr 10 einmal in der Woche und der Rest hat sich nur vorgenommen. So ist einfach die Wahrheit. Was tue ich wirklich, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich in 7 Jahren was gleich schaue? Was bewirkt eigentlich das tägliche Training? Auch nichts anderes, dass die Zellen, die produziert werden, in höherer Qualität produziert werden. Und wenn wir aber jetzt den Forschungen ins Detail nachverfolgen, bis zu 100 Jahre zurück, Dr. Alexis Carrel, dieser französische Forscher, der auch später den Medizin-Nobelpreis erhalten hat, der bewiesen hat, dass die Neubildung, die Qualität der Zelle einzig und allein vom vollen Spektrum der Nährstoffe und deren Qualität abhängt. Bis zum im Labor bewiesen einen Nullzustand des Alterungsprozesses der Zellen. Und wie er dann nur die normale Nahrung gegeben hat, wie sie üblich ist, war der normale der normale Verfallprozess. Das heißt, es entscheidet definitiv, was täglich zugeführt wird. Natürlich werden wir im Leben den Nullzustand, den Alexis Carrel im Labor erreicht hat, nie erreichen können, weil auch viele andere Faktoren mitspielen, die im Labor natürlich unter Idealzustand sind. Und keiner von uns lebt im Idealzustand. Ich glaube auch sagen zu können, keiner will im Idealzustand leben, weil dann haben wir auch keine Lebensqualität mehr. Aber Fakt ist, nützen wir zumindest diesen Bereich, und ich kann euch eines ganz klar sagen, diese Verbesserung der Qualität der Zelle durch das volle Spektrum aller Nährstoffe macht mehr aus als alles andere, was du machen kannst. Und es macht noch etwas aus, und jetzt kommt das Wichtige. Wenn ich die Nährstoffe habe, habe ich die Energie und Kraft, auch alles andere zu tun. Weil es nutzt überhaupt nichts, wenn ich mir am 31. Dezember vornehme, nächstes Jahr jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich habe die Kraft nicht. Ich habe zwar das Geld, dass ich den Mitgliedsbeitrag bezahle, aber leider habe ich nicht die Energie zum Hingehen. Versteht's? Also muss ich mir die Energie geben. Und die Energie gebe ich mir über die Nahrung. Und es ist kein Geheimnis mehr, dass in der normalen Nahrung einfach viel nicht mehr abgedeckt ist. Ganz speziell jetzt
was die Mineralien, Spurenelemente, Ultraspurenelemente betrifft. Und immerhin ist ein Wissen, das noch immer teilweise zurückgehalten wird, werden 95% aller Prozesse im menschlichen Körper von diesen 60 lebensnotwendigen Mineralien gesteuert und bestimmt. Das heißt, wenn die nicht da sind, nützen mir die wertvollsten Vitamine nichts. Die meisten Vitamine können nicht optimal verarbeitet werden, wenn die Steuerelemente nicht vorhanden sind. Also habe ich das dann schon wieder umsonst zum Teil genommen. Wenn heute zu wenig Zink in meiner Nahrung ist, können einmal 240 lebensnotwendige Enzyme heute nicht produziert werden. Und daraus erfolgt eine Kette von weit über 60 Krankheiten, die nur daraus entstehen, weil ich heute zu wenig Zink habe. Ist nur ein Mineral. Einige Spurenelemente haben bis zu 250 Aufgaben bei der Bildung der nächsten Zelle. Fehlt dieses eine Spurenelement heute in meiner Nahrung, haben alle 300 Millionen Zellen, die ich heute bilde, einmal 250 Fehler. Und das mal 300 Millionen. Ist aber nur eins. Man hat in Amerika Tests gemacht, was der Durchschnittsamerikaner, wie viel Mineralien er wirklich in zellgängiger Form über seine Nahrung zu sich nimmt. Und das Ergebnis war schockierend. 3 bis 9 in zellgängiger Form. Und 60 sind notwendig. Ich habe keine Studie von Europa. Wir werden besser sein wie die Amerikaner, weil wir bessere Böden haben. Ich glaube auch sagen zu können, dass wir eine wesentlich bessere Esskultur haben wie der Durchschnittsamerikaner. Das ist auf jeden Fall einmal ein Plus. Aber die 20 werden wir kaum erreichen. In etwa erreichen wir das Doppelte von den Amerikanern. Das heißt, wenn die Amerikaner 3 bis 9 haben, haben wir irgendwas 6 bis 18. Ich habe mit Profisportlern in Österreich analysiert, die sich sehr gesund und hochwertig ernähren, wie viel Mineralien sie wirklich in zellgängiger Form täglich zu sich nehmen. Die in der Regel sogar viele Nahrungsergänzungen pro Tag nehmen. Keiner kam auf über 25. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe, weil das heißt für den Sportler, wenn 60 Mineralien 95% aller Prozesse steuern und ich nehme nur 20, ein Drittel, dass ich auch nur ein Drittel meiner biologischen Möglichkeiten nütze, um meine sportlichen Leistungen optimal zu erreichen. Und das ist definitiv nicht klug. Für uns, wir sind in erster Linie gesundheitsinteressiert, heißt das, ich nütze nur ein Drittel meiner biologischen Möglichkeiten, um meine Gesundheit optimal zu erhalten. Und das ist dann bereits, ich will jetzt kein negatives Wort sagen, aber auf jeden Fall nicht mehr klug. Weil es gibt nichts Wertvolleres für unseren Körper. Jetzt gehen wir nochmal zu den Fitnessstudio-Besucher, wo ich ja dazugehöre. Wir nützen nur ein Drittel unserer biologischen Möglichkeiten, unsere Schönheit zu erhalten oder vielleicht wiederzubekommen, wenn sie schon verloren ist. Versteht's? Das ist nicht klug. Dr. Oz, der bekannteste Arzt Amerikas, den habe ich natürlich gestern in Ungarn erwähnt, weil in Ungarn ist jeden Tag bereits eine Talkshow von Dr. Oz. Dr. Oz hat gesagt, Krankheit beginnt nicht, wenn Schmerzen kommen. Krankheit beginnt bei der ersten fehlerhaft produzierten Zelle und die ist im Spiegel sichtbar. Er hat bei diesem Kongress von 10 Personen Rasterfotografie gebracht, vom 3. Lebensjahr bis zum Ableben alle 5 Jahre ein Foto. Er hat da natürlich Personen genommen, die wirklich nicht schön ausgeschaut haben. Aber er hat gesagt, sie schauen jeden Tag in den Spiegel rein und sie sehen die beschädigten hässlichen Zellen. Und sie glauben, das ist normal. Das gehört so, weil Gott liebt sie weniger als jemand anderen. Er ist dann noch sehr hart gewesen. Er hat gesagt, das hängt noch mit wesentlich weiteren zusammen. Die meisten dieser Menschen haben gar nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu verändern, weil dieser Mangel an Nährstoffen ganz wesentlich das Gehirn beeinflusst. Ich habe am Anfang gesagt, Zell- und Gehirnnahrung. Das Gehirn benötigt die meisten Nährstoffe und wenn einmal ein gewisser Mangel erreicht ist, ist es fast unmöglich, etwas noch zu verstehen. Und aufgrund erst muss ich was verstehen und erst dann kann ich einen Schritt zur Veränderung machen. Aber wenn das schon so eingeschränkt funktioniert, ja, wie soll er dann noch was verstehen? Der glaubt, alles passt so, wie es ist. Ich bin so arm. Für mich ist niemand arm, in gar keinem Bereich. Weder mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit, Vitalität, noch mit seinem wirtschaftlichen Bereich. Weil jeder kann jeden Moment alles verändern. Diese Macht hat der Mensch. Deswegen bin ich immer, wenn Leute so ein bisschen beleidigt sind, wenn ich sage, wir sind an allem, komplett an allem selber schuld, sage ich bin der Glücklichste, seit ich das wirklich verstanden habe, weil seitdem habe ich die Macht, meinen Körper, meine Gesundheit und auch meine wirtschaftliche
Möglichkeiten, komplett selbst zu steuern, so wie ich es will. Weil es bin nur ich allein, der das bestimmt, kein anderer auf der Welt. Ich allein. Und hier haben wir ein Produkt zur Verfügung, wo wir einfach diese Zellversorgung in sehr einfacher Form abdecken können. Gerade was die Mineralien betrifft, sind wir ein absoluter Marktleader, weil wir die einzigen sind, die das volle Spektrum aller Ultraspurenelemente in zellgängiger Form enthält. Und da wird's, das ist nicht so selbstverständlich. Spurenelemente, Ultraspurenelemente können überhaupt Mineralien nur optimal aufgenommen worden in ionisch-kolloidaler Form, wie auch Pflanzen in der Lage sind, Mineralien, ich sag's immer so, für uns einmal vorzuverdauen. In dieser Form, Ionen sind immer freischwebend, sind 7.000 bis 10.000 Mal kleiner wie eine rote Blutzelle und gehen direkt in die Zelle rein, deswegen sprechen wir von Zellnahrung. Anorganische Mineralien, wie sie die meisten Produkte enthalten, sind in gelöster Form in Wasser noch immer 5.000 bis 10.000 Mal größer wie eine rote Blutzelle. Also sprechen wir nie von Zellnahrung. Und dann kommt dazu, dass bei anorganischen Mineralien die meisten Spuren- und Ultraspurenelemente hochtoxisch sind. Deswegen kommen sie auch in keinem Produkt vor. In ionisch-kolloider Form werden sie nie toxisch. In ionisch-kolloider Form kann sich der Körper aufnehmen, was er braucht. Sie bleiben frei schweben, können sich nicht ablagern und der Körper scheidet aus, was er nicht braucht. Und da sind wir, dann habe ich zum Beispiel in Deutschland, in Europa gesucht. Nachdem ich den Wert der Mineralien voll erfasst habe, habe ich mal in Europa gesucht, was es wirklich auf den Markt gibt. Und dann habe ich eine Firma in Deutschland gefunden, die hat 18 Mineralien in kolloider Form. Wenn ich die 18 für mich für 1 Monat kaufe, eine Monatsration für mich, zahle ich 1.164 €. Und dann fallen immer noch 42. Die werden einmal schwer zum Finden sein. Und wenn du das findest, um den gleichen Preis bist du bereits auf über 3.000 €. Das kann sich kaum jemand leisten. In diesem wertvollen Produkt habe ich mehr als 65 Mineralien, alle 60 lebensnotwendigen, alle in ionisch-kolloider Form, so zusammengestellt, wie der menschliche Körper sie braucht. Und bitte fragt nicht nach der Menge oft, wie viel Calcium ist drin, wie viel von dem ist drinnen. Die Aufnahme ist das Entscheidende. Weil bei ionisch-kolloiden Mineralien steigt die Aufnahme um das bis zu 2,5 Millionenfache. Das ist interessant. Wie kann man sagen, 2,5 Millionenfache gleiche Aufnahme, gleiche Wirkung im Körper wie bei einem gleichen anderen Mineral. Ich bringe ein Beispiel. Alle Stoffwechselprozesse im Körper passieren elektrisch über ein Spannungsfeld. Und die Spannung eines Materie ist hängt von der Oberfläche ab. Ich habe nur ein Rechenbeispiel aus dem amerikanischen. Ein Grain, also ungefähr 2,5 mal 2,5 Zentimeter Würfel, hat eine Oberfläche von circa 32 Quadratzentimetern. Bringst du dieselbe Menge in kolloide Form, hast du eine Oberfläche bei genau der gleichen Menge, gleich viel Gewicht, von 58 Hektar. Und das ist einige Millionen Mal mehr Fläche. Und das heißt mehr Wirkung. Und das ist, warum wir diese wunderbaren Resultate haben. Warum wir spüren, wie es uns gut geht. Warum wir wirklich etwas verändern können. Und dann ist natürlich das Nächste, es braucht alles Zeit. Es braucht Zeit. Heute 300 Millionen, morgen 300 Millionen. Aber Fakt ist eins, in 7 Jahren bin ich neu gebaut. Und wenn ich in 7 Jahren jeden Tag meinen Körper mich bemühe, zu geben, was er wirklich braucht, dann spüre ich einen Unterschied. Ich habe zum Glück in meinem Umfeld Menschen, die jetzt eigentlich schon, ich selbst habe im April vor 7 Jahren begonnen. Also im April habe ich 7 Jahre, dann ist jede Zelle einmal renoviert in meinem Körper und ich spüre das auch. Ich habe viele Beschwerden vorher gehabt. Das größten Schmerz, den ich jetzt habe, ist, dass ich dieses Wissen nicht vor 20 Jahren gehabt habe. Was ich im Sport gelitten habe, zum Beispiel mit meiner Allergie, mit meiner Blütenpollenallergie, gerade in der Hauptzeit, Mitte April bis Mitte Juli, keine Chance, keine Verbesserung. Ich bin vollkommen auf 0,0 beschwerdefrei jetzt. Nur weil meine Zellen täglich alle Mineralien kriegen. Alle Ärzte haben mir verschiedenste Tipps gegeben in alle Richtungen. Ich hatte immerhin die besten Sportärzte der Welt auf meiner Seite. Weil ich bin bei der Nummer 1 Mannschaft in Italien gefahren, Nummer 1 Mannschaft in Spanien und Nummer 1 Mannschaft in Holland auf der Welt. Und die haben die besten Ärzte gehabt. Keiner, die hätten mir gesagt, okay, nimm Cortison. Dann bist du 1 Monat beschwerdefrei, aber nachher geht's dir schlechter wie vorher. Aber mich interessiert nicht, eine Beschwerde zu bekämpfen. Das ist nicht auch die Aufgabe einer Nährstoffversorgung. Die Aufgabe einer Nährstoffversorgung ist, dass Beschwerden dann nicht entstehen können. Wenn mir einer fragt, Harry, hilft es bei dem und dem, sage ich, nein, es hilft bei gar nichts.
Es hilft nur bei einem. Es ist als Lebensmittel in Österreich zugelassen und geprüft, mit der Aufgabe zu ergänzen, was in der Nahrung einfach schwer zu finden ist. Es hilft bei einem. Diese 300 Millionen Zellen, die heute bilden in höherer Qualität. Das heißt, heute 300 Millionen glücklicher Haris. Morgen wieder. Das ist die Aufgabe einer Nährstoffversorgung. Sind dann einmal ein paar Billionen Haris ein bisschen besser drauf, können sie mit dem Saustall, der manchmal in unserem Körper los ist, besser fertig werden. Das ist die ganze Aufgabe. Es macht nichts anderes. Alles andere ist eine falsche Auslegung. Wir haben nicht die Aufgabe, gegen irgendeine Beschwerde in irgendeiner Form zu wirken. Wir haben nur die eine Aufgabe, im Jetzt, die neu produzierte Zelle in höherer Qualität. Und das ist immerhin von Ärzten demonstriert und bewiesen, die mit Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Aber vieles dieser Wissen wurde nie richtig publiziert, weil einfach manche Industrien viel, viel Geld verdienen mit dem genauen Gegenteil. Das ist mit garantierten Beschwerden. Und wenn Nährstoffe, eine Nährstoffversorgung, eine hochwertige Ernährung einen Körper gesund erhalten kann, ist automatisch bereits bestätigt, dass das Gegenteil bewirkt. Aber da ist mehr Geld drinnen. Das ist ganz, ganz logisch. Ich hoffe, euch einige Aspekte geben zu können. Ich freue mich, euch ja dann immer wieder in den Vorträgen zu sehen und viel Spaß heute noch. Bravo. Meine Damen und Herren, Harald Meyer.